Bevor es weitergeht, wollen wir uns beim Sponsor des heutigen Videos bedanken. AG1 von Athletic Greens. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse ist sehr wichtig. Gerade wenn man als germanischer Krieger durch die Wälder zieht und sich römischen Soldaten stellen muss. AG1 wäre da sicherlich eine große Hilfe gewesen. Zum Glück können wir heute darauf zurückgreifen. AG1 hilft, die Nährstoffaufnahme zusätzlich zu unterstützen und erinnert uns daran, sich auch für den Rest des Tages gesund zu ernähren. Wenn man sich bei Wind und Wetter am Set befindet, ist AG1 eine gute Unterstützung. Mit AG1 fühlen wir uns energiegeladener, weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Gerade im Winter sollte man eine gute Nährstoffversorgung haben. Deshalb gibt's heute ein besonderes Angebot von AG1. Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Das Pausieren und Kündigen ist jederzeit möglich. Bei Abschluss eines monatlichen Abos erhältst du einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Schau dir dazu den Link in unserer Videobeschreibung an. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem PLW History Kanal. Heute sind wir zu Gast bei Holger und beim Heinrich und die beiden stellen uns heute die Uniform des Deutsch-Deutschen Krieges von 1866 vor. Viel Spaß dabei. Der Deutsche Krieg oder Deutsche Bruderkrieg von 1866 war die kriegerische Auseinandersetzung zwischen dem Deutschen Bund unter Führung Österreichs und Preußen. Zu Preußens Verbündeten gehörte außer kleineren deutschen Staaten auch Italien. Österreich hatte zudem einen Geheimvertrag mit Frankreich abgeschlossen, welches neutral blieb. Eigentliche Ursache für den Deutschen Krieg war die Rivalität von Österreich und Preußen im Deutschen Bund. Österreich galt als die Präsidialmacht, wollte seine Stellung bewahren und den Deutschen Bund im Wesentlichen erhalten. Preußen hingegen drang darauf, den Deutschen Bund in einen Bundesstaat umzuwandeln. Dieses Ziel stellte der preußische Ministerpräsident Bismarck in einem Plan an die Mitgliedsstaaten am 10. Juni 1866 vor. Kurz darauf marschierten preußische Truppen in Holstein ein. Dieses Herzogtum wurde von Österreich verwaltet. Der Bundesbeschluss vom 14. Juni 1866 ordnete Maßnahmen gegen Preußen an. Unmittelbar danach begann der Krieg. Während des Krieges gelang es Österreich nicht, die Armeen der bundestreuen Staaten unter einem gemeinsamen Oberbefehl zu vereinen. Die bedeutenden Armeen von Bayern und Hannover beschützten stattdessen die eigenen Gebiete. Österreichs Truppen wurden am 3. Juli bei Königgrätz von Preußen geschlagen. Die besiegten Staaten mussten nun anerkennen, dass der Deutsche Bund aufgelöst war. Preußen bildete mit seinen Verbündeten und den ehemaligen Kriegsgegnern im Norden das Augustbündnis vom 18. August. Es ersetzte den Staaten den militärischen Schutz des Deutschen Bundes und bereitete die Gründung eines norddeutschen Bundesstaates vor. Dies geschah mit der Bundesverfassung vom 1. Juli 1867. Dieser Norddeutsche Bund war die Vorstufe des Deutschen Reiches von 1871. Der Deutsche Krieg öffnete also die Entwicklung hin zum deutschen Bundesstaat, und zwar als kleindeutsche Lösung, also einer nationalen Einigung Deutschlands ohne Österreich. Ja, wir haben hier zwei Soldaten der Infanterie der damaligen Zeit, 1866. Einmal einen Soldaten des 1. Rheinischen Infanterieregiments Nummer 28 von Göben, stationiert in Koblenz auf dem Ehrenbreitstein. Ich selber ein Grenadierregiment, das 2. Ostpreußische Grenadierregiment Nummer 3, stationiert in Königsberg. Die Uniformierung ist ähnlich, aber es sind doch einige Details, die eben das Grenadierregiment und das Infanterieregiment unterscheiden. Angefangen vom Helm, Modell 1857, also noch eine sehr hohe Pickelhaube. Der Kamerad vom Infanterieregiment 28 hat den preußischen Adler darauf mit der Spitze, einen eckigen Vorderschirm. Patriotisch wie er war, natürlich das Eichenlaub in der Schuppenkette. Man sieht hier
einen Mantel, der über die Schulter getragen wurde. Es war natürlich nicht bloß Sonnenschein, es war natürlich auch mal kalt, also man konnte den Mantel jederzeit anziehen. Ganze Abteilung kehrt. Auf dem Rücken trägt er den Tornister Modell 1847, aufgeschnallt ein Kochgeschirr, weil es musste ja auch der Soldat verpflegt werden. Es war also alles griffbereit im Tornister, die persönlichen Ausrüstungsgegenstände, also Unterhemd, Strümpfe, wenn vorhanden, Reservepatronen und alles, was man zum Leben im Biwak bzw. im Gefecht brauchte. Dieser Tornister wurde zum Gefecht abgelegt und wurde in der Etappe hinterlegt, wo er nach den Gefechten wieder aufgenommen wurde. Denn er war ja während des Gefechtes etwas hinderlich. Ganze Abteilung kehrt. Die Schulterklappe mit der 28 drauf verrät natürlich, dass er vom Infanterieregiment 28 kommt. Die Farbe ist hier hellblau. Es ist ein Zeichen dafür, welches Armeekorps er darstellt, also in welchen Armeekorps er integriert war. Hier in dem speziellen Fall war das 8. Armeekorps. Vorn sehen wir ein Koppel. Das Koppel war dafür da, erstmal den Mann auch richtig zusammenzuhalten und natürlich verschiedene Ausrüstungsgegenstände an diesen Koppel zu befestigen. Hier sehen wir Patronentaschen Modell 1850 mit der Aufnahme von den Patronen für das Gewehr. Als Kampfsatz rechts rum. An der Seite sehen wir die Scheide für das Seitengewehr, was natürlich irgendwo transportiert werden musste. Dazu die Kompanietruppe, die aussagte, welche Kompanie er darstellte. Ganze Abteilung kehrt. Auf der rechten Seite sehen wir einen weißen Brotbeutel, der war dafür da, auch Verpflegung oder ähnliche Sachen, Tabak, was auch wichtig war, dort zu deponieren, weil irgendwo musste es ja sein. Und natürlich sehr wichtig, eine Trinkflasche. Das war eine Glasflasche, Leder überzogen, weil im Gefecht mit den Schwarzpulverdämpfen wurde es natürlich auch sehr schnell sehr durstig. Man hatte immer die Möglichkeit, etwas zu trinken. Der Uniformrock, typisch preußisch blau, gehalten bei preußisches Regiment. Dazu die Hose in Steingrau, die um 1850 eingeführt wurde. Die Stiefel Modell 1866 mit der typischen Seitennaht für den deutschen Soldaten, eigentlich das war, was ihn ausgemacht hat. Also keine Schnürschuhe, sondern Stiefel. Rechts trägt der Soldat ein Gewehr, das ist das Füsiliergewehr Modell 1866, System Dreise, ein Zündnadelgewehr mit dem aufgepflanzten Bajonett. Modell 1866, also das Füsiliersseitengewehr. Das verrät uns, dass der Soldat kein normaler Musketier war, sondern ein Füsilier. Die Füsiliere waren eigentlich in jeder Kompanie oder jedem Regiment enthalten, jeweils ein Bataillon, die die sogenannten infanteristischen Scharfschützen darstellten. Deswegen hatte er ein besonderes Gewehr, also das Füsiliergewehr. Nochmal zu der Waffe, wie gesagt, das Modell 1862. Das speziell ist in Erfurt, also in der Gewehrfabrik Erfurt hergestellt worden, also hergestellt 1867, auch 1867 in Dienst gestellt. Wie gesagt, Zylinderverschluss, also der Verschluss wird geöffnet, die Patronentasche wird ebenfalls geöffnet. Dann entnimmt man eine Patrone, führt sie in das Patronenlager ein, sie wird in den Lauf vorgeschoben, der Verschluss wird geschlossen, verriegelt, dann wird das nochmal mit der Hand richtig verriegelt. Es muss ja ein gasdichter Abschluss sein. Danach wird das Schlösschen gespannt und damit ist die Waffe schon feuerbereit. Das heißt also, der Ladevorgang geht sehr, sehr, sehr schnell. Jetzt würde gefeuert werden. Ich drücke einfach mal ab, es ist ja nichts drin. Danach wird das Schlösschen wieder zurückgezogen. Der Verschluss wird wieder geöffnet und die nächste Patrone konnte eingeführt werden. Das war eben der Vorteil 1864 in Dänemark und 1866 gegen österreichischen Truppen. Ich hoffe, euch hat dieses Video über die alte Armee gefallen. Wenn dem so ist, dann aktiviert gerne die Glocke, damit ihr auch kein weiteres Video zu diesem Thema verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.